Wie könnte der deutsche WM-Kader und die deutsche Aufstellung von DFB-Nationaltrainer Julian Nagelsmann aussehen? Hallo liebe Fußballfreunde, schön euch wieder auf Werners Fußballecke zu meiner neuen DFB-WM-Kader und Deutschland-Startelf-Prognose begrüßen zu dürfen. Ja, am Donnerstag wird Julian Nagelsmann endlich seinen deutschen WM-Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 veröffentlichen. Und ich glaube, man kann wirklich sagen, darauf sind aktuell alle deutschen Fußballfans mega gespannt. Welche Spieler schaffen es in den finalen WM-Kader? Wer fährt überraschend doch noch mit? Und welche großen Namen könnten am Ende vielleicht sogar zu Hause bleiben? Genau darüber sprechen wir heute hier im Video. Denn ich zeige euch heute meinen persönlichen Deutschlandkader für die WM 2026. Also, welche Spieler ich persönlich für Deutschland mit zur Weltmeisterschaft nehmen würde. Und ganz zum Schluss im Video schauen wir uns dann auch noch meine persönliche Deutschland-Startelf für das erste WM-Spiel gegen Curaçao an. Und glaubt mir, da sind definitiv ein paar spannende Entscheidungen mit dabei. Also auf jeden Fall dranbleiben. Wir haben heute einiges vor. Ach ja, wenn du mehr WM-Deutschland-Prognosen von Werners Fußballecke sehen möchtest, dann lass mir auf jeden Fall ein Like fürs Video da, abonniere meinen Fußballkanal, aktiviere die Glocke und du verpasst kein DFB-Video mehr von mir. Fangen wir an mit den möglichen Torhütern für die WM 2026. Und ja, wie wir jetzt alle gehört haben, wird wohl Manuel Neuer vom FC Bayern München nochmal ins Tor der deutschen Nationalmannschaft zurückkehren. Das kann natürlich jetzt jeder sehen, wie er möchte, aber Manuel Neuer hat auch in dieser Saison wieder gezeigt, dass er trotz seiner mittlerweile 40 Jahren immer noch zu den besten Torhütern der Welt gehört. Gerade in den Spielen gegen Real Madrid oder auch gegen PSG konnte man wieder sehen, wie viel Respekt gegnerische Spieler immer noch vor Manuel Neuer haben. Egal ob Vinicius Junior oder Dembélé. Wenn die alleine aufs Tor zu laufen, merkt man einfach, dass Neuer nochmal eine ganz andere Aura ausstrahlt. Und klar, jeder Torwart macht auch mal Fehler. Das gehört natürlich auch dazu. Aber mit Manuel Neuer im Tor kann Julian Nagelsmann taktisch nochmal etwas anders spielen lassen. Neuer gibt dem gesamten Team extrem viel Ruhe und Sicherheit im Spielaufbau. Natürlich muss man auch sagen, Oliver Baumann hätte die Nummer 1 bei der WM absolut verdient gehabt. Gerade durch seine starken Leistungen während der WM-Qualifikation. Aber ja, Neuer ist einfach nochmal eine andere Stufe als Baumann. Durch diese mögliche Änderung muss man natürlich jetzt abwarten, wer als dritter Torwart mit zur WM fährt. Bleibt es Jonas Urbik oder doch Alexander Nübel? Ich persönlich habe mich für Jonas Urbik entschieden, weil ich denke, dass ihm die Zukunft im deutschen Tor gehören wird. Also meine 3 Torhüter für die WM 2026, Manuel Neuer, Oliver Baumann und Jonas Urbik. So, dann kommen wir zu den möglichen deutschen Abwehrspielern, die Julian Nagelsmann mit zur WM nehmen könnte. Fangen wir erstmal mit den Außenverteidigern an. Und ja, diese Auswahl war ehrlich gesagt auch nicht ganz einfach. Klar, Joshua Kimmich ist als Rechtsverteidiger in der deutschen Nationalmannschaft gesetzt. Und auf der linken Seite denke ich, dass David Raum von RB Leipzig starten wird. Er war auch in der WM-Qualifikation unter Nagelsmann gesetzt. Dazu habe ich als Backup für die rechte Seite Riedle Baku mitgenommen. Er kann diese Rolle defensiv wie offensiv sehr gut spielen. In der WM-Qualifikation kommt er immerhin auf ein Tor und eine Vorlage. Dann habe ich mich für Maximilian Mittelstädt anstatt Braun von Eintracht Frankfurt entschieden. Für mich sollte ein Außenverteidiger gute Flanken schlagen können, aber gleichzeitig auch zweikampfstark sein. Und wenn man sich die aktuellen Bundesliga-Vergleich zwischen Mittelstädt und Braun anschaut, sieht man gerade bei den Flanken- und Zweikampfwerten, dass Mittelstädt dort klar stärker ist. Selbst in den Kopfballduellen ist Mittelstädt aktuell erfolgreicher als Braun. Dazu darf man auch die Erfahrung nicht vergessen, die gerade bei einer Weltmeisterschaft in der Defensive extrem wichtig werden kann. Also ja, deshalb würde ich Maximilian Mittelstädt anstatt Braun mit zur WM nehmen.
So, dann kommen wir zur deutschen Innenverteidigung. Da habe ich insgesamt 5 Spieler für die WM nominiert. Ganz klar, Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton, beide von Borussia Dortmund. Dazu natürlich auch Tah vom FC Bayern München. Für mich sind Schlotterbeck und Tah aktuell ganz klar in der Innenverteidigung gesetzt. Zur möglichen Startelf kommen wir später im Video nochmal genauer. Und ja, was fällt auf? Ich verzichte hier tatsächlich auf Antonio Rüdiger von Real Madrid. Durch sein Auftreten in dieser Saison bei Real Madrid, sowohl auf dem Platz als auch manchen Aktionen in Zweikämpfen und einigen Aussagen danach, finde ich persönlich, dass sie sowas für einen deutschen Nationalspieler einfach nicht gehört. Da kann natürlich jeder seine eigene Meinung haben, auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass Julian Nagelsmann Antonio Rüdiger am Ende trotzdem mit zur WM nehmen wird. Ich persönlich würde es aber halt nicht tun. Dafür habe ich Malick Thiaw nominiert, mittlerweile Stammspieler bei Newcastle United in der Premier League. Aktuell kommt Thiaw auf 33 Premier League Spiele und zusätzlich 10 Champions League Spiele in dieser Saison. Er ist körperlich extrem robust, aber gleichzeitig auch sehr schnell für einen Innenverteidiger. Und dann vielleicht eine kleine Überraschung für manche, Jeff Chabot vom VfB Stuttgart. Direkt mal vorweg, Chabot ist mit einer Kicker-Durchschnittsnote von 2,8 aktuell der beste Abwehrspieler der Bundesliga. Damit liegt er sogar vor Spielern wie Laimer, Schlotterbeck oder Upamecano. Alleine dadurch hätte er es meiner Meinung nach schon verdient, mit zur WM zu fahren. Dazu kommt aber auch noch seine enorme Zweikampfstärke. Chabot konnte 67% seiner Bundesliga-Zweikämpfe gewinnen. Zum Vergleich, Nico Schlotterbeck vom BVB kommt auf 62%. Auch in den Luftzweikämpfen ist Chabot extrem stark, 70% gewonnene Luftduelle. Schlotterbeck liegt dort beispielsweise bei 63%. Also ja, sowohl von den Gesamtleistungen als auch von seinen Stärken her könnte Julian Nagelsmann Jeff Chabot definitiv mit zur WM nehmen. So, und jetzt kommen wir zum möglichen Deutschlandkader im Mittelfeld. Und ja, hier sind natürlich Alexander Pavlovic, Leon Goretzka und auch Felix Mensah, wenn er fit bleibt, für mich auf jeden Fall mit bei der WM dabei. Gerade Alexander Pavlovic ist in dieser Saison beim FC Bayern nochmal richtig stark geworden. Man merkt einfach, wie sehr er sich entwickelt hat. Seine Spielintelligenz, seine Ruhe am Ball, aber auch seine enorme Pressingstärke könnten für das deutsche WM-Team extrem wichtig werden. Gerade gegen Großnationen brauchst du im Mittelfeld Spieler, die auch unter Druck ruhig bleiben können. Und genau das bringt Pavlovic mittlerweile auf jeden Fall mit. Und so, wie Nagelsmann bereits verlautet hatte, wird wohl auch Leon Goretzka direkt in der WM-Startelf stehen. Goretzka bringt einfach eine unglaubliche Erfahrung mit ins deutsche Spiel. Alleine 311 Spiele für den FC Bayern München und dazu noch 73 Champions League Spiele. Das ist schon brutal viel internationale Erfahrung. Dazu ist er im System extrem flexibel einsetzbar. Er kann im zentralen Mittelfeld spielen, offensiver agieren oder auch die klassische Sechserrolle übernehmen. Und offensiv darf man seine Zahlen auch nicht unterschätzen. 51 Tore und 53 Vorlagen für den FC Bayern. Das sind richtig starke Werte für einen Mittelfeldspieler. Und was laut Nagelsmann wohl besonders wichtig ist, die Kopfballstärke von Goretzka. Gerade im Vergleich zu Pavlovic, Mensah oder auch Stiller bringt Goretzka doch einfach nochmal andere Qualitäten mit. Natürlich gehört für mich auch Felix Mensah mit zur WM, sofern er halt fit bleibt. Er hat sich in dieser Saison beim BVB wirklich zu einem absoluten Topspieler entwickelt. Vor allem seine Dynamik, seine Körperlichkeit und seine Präsenz im Mittelfeld haben Dortmund extrem geholfen. Und ja, vielleicht auch für den einen oder anderen eine kleine Überraschung. Ich würde Angelo Stiller vom VfB Stuttgart ebenfalls für den deutschen WM-Kader nominieren. Denn Stiller ist beim VfB mittlerweile der absolute Lenker und Denker im Mittelfeld. Seine Passqualität und seine Ruhe am Ball könnten gerade bei einer Weltmeisterschaft enorm wichtig werden. Dazu kommt,
Stiller in dieser Saison auf insgesamt 6 Torvorlagen und 2 eigene Treffer. Und das sind für seine Position wirklich starke Werte. Und man darf auch nicht vergessen, Nagelsmann hat Stiller in den letzten beiden Freundschaftsspielen gegen die Schweiz und Ghana ebenfalls spielen lassen. Das zeigt schon, dass er ihn definitiv auf dem Zettel hat. Also für mich ist dieses deutsche Mittelfeld insgesamt schon extrem stark besetzt. So, liebe Fußballfreunde, dann schauen wir uns jetzt mal meinen Deutschlandkader für die Offensive an. Und klar, ohne Jamal Musiala oder Florian Wirtz bräuchten wir meiner Meinung nach eigentlich gar nicht erst zur WM fahren. Diese beiden Spieler können einfach jederzeit den Unterschied machen. Und dann wird es natürlich spannend. Denn ich würde auf jeden Fall Lennart Kahl vom FC Bayern München mitnehmen. Er kann sowohl über die rechte Seite kommen, als auch aus dem offensiven Mittelfeld spielen. Und gerade seine Technik und diese Unbekümmertheit könnten ihn wirklich zur Überraschung des Turniers machen. Und dafür sprechen auch seine Zahlen. Immerhin kommt Lennart Kahl in seiner ersten Bayern-Saison direkt auf 9 Tore und 8 Vorlagen in 39 Spielen. Also ja, das sind schon richtig gute Werte für einen gerade mal 18-jährigen Spieler. Und dazu würde ich auch Maximilian Bayer vom BVB mit zur WM nehmen. Vielleicht ist er bei manchen noch ein bisschen unter dem Radar geblieben, aber mit aktuell 10 Toren und 10 Vorlagen gehört er nicht nur zu den besten Dortmundern-Spielern, sondern auch zu den besten deutschen Offensivspielern dieser Saison. Und was bei Bayer extrem wichtig ist, er ist offensiv unglaublich flexibel einsetzbar. Er kann als klassischer Stürmer spielen, als hängende Spitze oder auch über das linke Mittelfeld kommen. Dazu bringt Bayer enorm viel Tempo, Intensität und starke Tiefenläufe mit. Und gerade sein aggressives Spiel gegen den Ball passt perfekt zu Nagelsmanns Fußball. Also Wirtz, Musiala, Kahl und auch Bayer wären für mich auf jeden Fall im deutschen WM-Kader mit dabei. Gut, und dann wurde die Auswahl wirklich ziemlich schwer. Denn ich würde zusätzlich noch Chris Führig und Jamie Leveling vom VfB Stuttgart mitnehmen. Führig liefert konstant Tempo und starke Dribblings über die Außenbahn. Gerade als Joker kann er ein Spiel komplett verändern. Und auch seine Zahlen sprechen für sich. 7 Tore und 8 Vorlagen in der aktuellen Bundesliga-Saison. Das ist wirklich stark. Und Jamie Leveling überzeugt vor allem mit seiner Intensität und seinem direkten Spielstil. Seine Vielseitigkeit macht ihn für einen WM-Kader extrem interessant. In der Bundesliga und Europa League kommt Leveling insgesamt auf 10 Tore und 10 Vorlagen. Also ja, auch das ist eine richtig starke Saisonbilanz. Und ja, ich persönlich würde tatsächlich auch Said Elmalah vom 1. FC Köln für den deutschen WM-Kader nominieren. Was war das bitte für ein unglaubliches Tor von Elmalah jetzt gegen den FC Bayern München? In dieser Saison kommt er für den FC auf starke 13 Toren und zusätzlich 5 Vorlagen. Und man darf nicht vergessen, Said Elmalah ist gerade mal 19 Jahre alt. Er bringt schon jetzt richtig gute Torgefahr mit, hat ordentlich Tempo, enorme Dynamik und dazu noch viel Kreativität im Spiel. Und genau solche Spieler können bei einer WM extrem wichtig werden. Gerade wenn Gegner in der zweiten Halbzeit müde werden, kannst du so einen Spieler immer wieder perfekt einwechseln. So, und dann schauen wir uns noch die möglichen deutschen Stürmer für die WM an. Klar, Nick Woldemade und Kai Havertz werden meiner Meinung nach auf jeden Fall im deutschen WM-Kader von Nagelsmann stehen. Und natürlich auch in meinem. Der dritte Stürmer im Bunde wäre für mich persönlich auf jeden Fall Dennis Undav. Und wenn man sich die Zahlen der 3 Angreifer anschaut, dann ist Undav aktuell sogar mit Abstand der gefährlichste deutsche Stürmer. Denn Undav kommt in allen Wettbewerben auf überragende 25 Saisontore und zusätzlich 14 Vorlagen. Zum Vergleich, Kai Havertz kommt, auch wenn er lange verletzt war, auf 5 Tore und 4 Vorlagen in 21 Spielen. Und Nick Woldemade steht aktuell bei 11 Toren und 5 Vorlagen
in insgesamt 52 Spielen. Also, es wird wirklich spannend zu sehen sein, welchen Stürmer Nagelsmann bei der WM am Ende starten lassen wird. Gut, und hier sehen wir jetzt nochmal meinen kompletten deutschen WM-Kader auf einen Blick. Gut, bei den Torhütern muss man natürlich noch schauen, wie sich Nagelsmann am Ende wirklich entscheidet. Denn sollte Manuel Neuer tatsächlich mit zur WM fahren, dann wird es spannend zu sehen sein, wer dahinter noch mitgenommen wird. Bis jetzt war Alexander Nübel ja eigentlich immer die Nummer 2 hinter Oliver Baumann. Aber vielleicht entscheidet sich Nagelsmann am Ende doch eher für Jonas Uhrbek vom FC Bayern München. Und klar ist auch, Uhrbek hat bereits eine richtig starke Saison gespielt, sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League. Man merkt einfach, dass er ein modernes Torwartprofil mitbringt und ihm wahrscheinlich die Zukunft im deutschen Tor gehören könnte. Gut, in der Abwehr gibt es natürlich auch noch weitere WM-Kandidaten, die Nagelsmann für den deutschen WM-Kader nominieren könnte. Allen voran natürlich Antonio Rüdiger von Real Madrid, aber auch Matthias Ginter oder Born von Eintracht Frankfurt wären definitiv noch Optionen für den deutschen WM-Kader. Das Mittelfeld hier dagegen sieht für mich persönlich eher gesagt schon richtig stark aus. Gerade Mitspielern wie Pavlovic, Goretzka, Mensah oder auch Angelo Stiller bringt Deutschland dort mittlerweile wieder extrem viel Qualität mit. Gut, schauen wir uns doch mal auf die allgemeine DFB-Offensive. Da gibt es natürlich mit Karim Adeyemi einen Spieler, den bestimmt viele gerne mit zur WM nehmen würden. Allerdings konnte er sich in dieser Saison beim BVB nie wirklich dauerhaft in der Startelf spielen. Unter Niko Kovac stand Adeyemi in der Bundesliga nur 15 Mal von Beginn an auf dem Platz und in der Champions League sogar nur 5 Mal in der Startelf. Und genau das ist für mich dann bei einer WM einfach zu wenig. Gut, dazu natürlich auch Leroy Sané. Und ja, klar, Sané hat immer noch ein unglaubliches Potenzial. Seine Dribbelstärke, seine Schnelligkeit und seine 1 gegen 1 Qualität sind eigentlich Weltklasse. Aber selbst bei Galatasaray konnte er sich in dieser Saison nicht wirklich konstant durchsetzen. Und darauf zu hoffen, dass er dann ausgerechnet bei einer Weltmeisterschaft plötzlich wieder dauerhaft sein volles Können auf den Platz bringt, das wäre mir persönlich die Wahrscheinlichkeit einfach zu gering. Ein Spieler, den Nagelsmann dagegen vielleicht noch überraschend nominieren könnte, wäre Nicolo Tresoldi von Club Brügge. Immerhin kommt der deutsche Stürmer in dieser Saison auf starke 19 Tore und 7 Vorlagen in 55 Pflichtspielen. Dazu erzielt er auch noch 6 Tore für die deutsche U21-Nationalmannschaft in der U21 EM-Qualifikation. Also ja, könnte Tresoldi vielleicht die große Überraschungsnominierung von Nagelsmann werden. Da bin ich echt mal gespannt. So, dann schauen wir uns jetzt mal kurz meine mögliche Deutschland-Aufstellung für die WM 2026 an. Gut, bis vielleicht auf Manuel Neuer im Tor und eventuell auch Nick Woldemade oder Lennart Kahl in meiner Startelf dürfte vieles relativ realistisch sein. Klar ist aber auch, wenn Manuel Neuer mit zu einer WM fährt, dann fährt er nicht als Ersatzspieler mit. Dann steht er auch natürlich in der Startelf. Dazu würde ich Lennart Kahl auf der rechten Seite bringen. Denn er konnte bereits in seinen ersten beiden Länderspielen unter Nagelsmann gegen die Schweiz und Ghana überzeugen. Und vorne im Sturm würde ich tatsächlich auf einen echten gelernten Mittelstürmer setzen. In diesem Fall auf Nick Woltemade. Klar, er hatte seine Probleme bei Newcastle, aber für Deutschland hat er in der WM-Qualifikation immerhin 4 Tore und zusätzlich eine Vorlage erzielt. Und Kai Havertz ist für mich persönlich einfach kein klassischer Stürmer. Für mich ist Havertz ganz klar ein Spieler fürs offensive Mittelfeld. Und vorne im Sturm brauchst du meiner Meinung nach genauso wie auf jeder anderen Position Spieler, die diese Rolle wirklich gelernt haben. Und Dennis Undav sehe ich mittlerweile eher als perfekten Einwechselspieler für die zweite Halbzeit. Gerade wenn die gegnerischen Abwehrspieler müde werden, kann ein Spieler wie Undav
mit seinem Torinstinkt und seinem Auge für die Mitspieler extrem gefährlich werden. Florian Wirtz würde ich persönlich lieber auf der 10er-Position einsetzen. Denn genau dort hatte er bei Bayer Leverkusen seine besten und erfolgreichsten Spiele. Dadurch könnte Jamal Musiala dann über die linke Seite seine Stärken im 1 gegen 1 und seine enorme Torgefahr perfekt ausspielen. Gut, Alexander Pavlovic wird für mich auf jeden Fall bei der WM gesetzt sein. Ob allerdings Goretzka im Vergleich zu Felix Mensah wirklich komplett gesetzt sein wird, muss man, denke ich, trotzdem noch abwarten. Denn ein Mensah kann ein Spiel teilweise noch etwas mehr steuern und lenken, gerade was die Passqualität und die offensive Spielgestaltung angeht. Da bin ich wirklich gespannt, wie Nagelsmann das am Ende lösen wird. Und klar, in der Defensive dürften Joshua Kimmich, Tah, Nico Schlotterbeck und auch David Raum bei der WM gesetzt sein. Ja, liebe Fußballfreunde, das wäre mein Deutschlandkader und meine WM-Aufstellung für Julian Nagelsmann. Jetzt interessiert mich natürlich deine Meinung. Welche Spieler würdest du mit zur WM für Deutschland nehmen und wie würde deine WM-Startelf aussehen? Schreib es mir unbedingt unten in die Kommentare. Und dann bis zur nächsten DFB-Prognose hier auf Werners Fußballecke. Also dann bleibt sportlich und wir sehen uns. Tschüss.